Innere Unruhe, Nervosität, man hat das Gefühl, der Körper bebt. Oft kommen auch noch Verspannungen hinzu und Kieferbeißen. Der Arzt schiebt es dann ganz oft auf die psychosomatische Schiene rüber, wo er oft nicht ganz Unrecht hat. Denn es ist sehr oft dein Sympathikus, der verrückt spielt. Und so kriegen wir das ganze Problem jetzt wieder in den Griff. Den Sympathikus zu beruhigen hat viele gesundheitliche Vorteile. Wir werden ruhiger, diese ständige Nervosität lässt nach und wir fühlen uns entspannt und ausgeglichen. Durch einfache Übungen kannst du dein Nervensystem entspannen und damit deine natürliche Körperfunktion unterstützen. Es gibt ganz verschiedene Entspannungstechniken, die dir dabei helfen können, den Sympathikus zu beruhigen. Das ist wichtig, um gesundheitlichen Langzeitfolgen von chronischen Stress vorzubeugen. Neben Stress auf der Arbeit können wir dabei auch sogenannten Freizeitstress als zunehmende Belastung wahrnehmen. Was sind die Folgen? Wir kommen an vielen Tagen kaum noch aus diesem angespannten Zustand raus und können gar nicht mehr entspannen. Egal was wir tun, wir haben das Gefühl, wir kommen einfach nicht mehr in die Entspannung hinein. Kennst du das? Ja, und das Ganze kann fatale Folgen haben. Denn mentale und emotionale Anspannung können eine Reihe von körperlichen und psychischen Beschwerden auslösen oder sogar verstärken. Wir fühlen uns dann nervös, haben Kopfschmerzen, eine ständige innere Unruhe bis hin zu Schlafstörungen. Um unser Nervensystem aber zu entspannen und gesund zu bleiben, können wir in unseren Alltag regelmäßige Pausen einbauen, Zeit in der Natur verbringen und vor allem auf unseren eigenen Körper hören. Also genau hinschauen, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Ich stelle dir deswegen gleich konkrete Strategien vor, mit denen du den Sympathikus und damit deine Nerven beruhigen kannst. Und ich zeige dir auch, wie du diese Übungen richtig umsetzen kannst. Bevor du mit den Übungen beginnst, ist es wichtig, dass du verstehst, warum wir den Sympathikus beruhigen sollten. Unser Nervensystem hat die Aufgabe, Sinnesreize von außen wahrzunehmen. Also alles, was wir sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Sie zu verarbeiten ist praktisch das Ganze, was die Aufgabe dieses Nervensystems ist und darauf entsprechend zu reagieren. Dazu haben wir sozusagen zwei Hauptakteure. Der Sympathikus sorgt für die Leistungssteigerung. Das diente früher dem Überleben in lebensbedrohlichen Situationen. Heutzutage dient er hauptsächlich der Aktivitätssteigerung in Stress- oder Notfallsituationen. Das heißt also, eigentlich brauchen wir den heutzutage nur noch sehr, sehr selten. Wenn also der sympathische Modus aktiviert ist, dann spannt sich unsere Muskulatur an, das Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz und auch der Blutdruck steigen. Dieser Zustand wird auch als Fight or Flight bezeichnet. Vor allem die Menschen, die Ängste und Panikattacken haben, kennen diesen Zustand nur zu gut. Das heißt auf Deutsch übersetzt, flüchten oder kämpfen. Schau, der Parasympathikus ist der Gegenspieler zum Sympathikus und wird in Ruhezeiten und Regenerationsphasen aktiviert. Dann sprechen wir von Rest and Digest, also ausruhen und verdauen. Durch chronischen Stress wird der natürliche Rhythmus von Anspannung und Entspannung unterbrochen, also aus dem Gleichgewicht gebracht. Und wir verbringen immer mehr Zeit im sympathischen Zustand. Während dieser unsere Leistungsfähigkeit steigert, hemmt er gleichzeitig andere Körperfunktionen. Das ist wichtig zu wissen. Was kurzfristig nicht schlimm ist und auch keine großen Auswirkungen hat, aber auf Dauer Langzeitfolgen. Wenn wir den Sympathikus nicht bewusst regelmäßig beruhigen und unser Nervensystem entspannen, dann kann es dazu kommen, dass wir chronischen Stress in unserem Körper fühlen. Und das bringt dann langfristige Folgen mit sich, ganz klar. Dazu gehören erhöhter Blutdruck, Verspannungen, Muskelbeschwerden, was ich immer so in meinen Coachings höre, Schlaflosigkeit, Verdauungsbeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Wusstest du zum Beispiel, laut dem Wissenschaftsmagazin Quarks könnte chronischer Stress auch Depressionen und Diabetes auslösen? Da unser Nervensystem ja autonom ist, können wir es also nicht bewusst durch unsere Willenskraft steuern. Das wünschen sich viele Menschen, indem sie mal sagen, Nervensystem wird mal ruhig etc. Aber so einfach funktioniert das nicht. Man muss sich mal vorstellen, es wacht über alle lebensnotwendigen Grundfunktionen deines Körpers. Es ist Tag und Nacht aktiv und steuert alle unwillkürlichen ablaufenden automatischen Funktionen wie Herzschlag, Verdauung und Atmung, die Höhe des Blutdruckes oder die Blasentätigkeit sogar. Trotzdem gibt es einige
einige Methoden, die du gezielt anwenden kannst, die dir helfen können, den Sympathikus zu beruhigen. Wende sie spätestens dann an, wenn du dich angespannt und gestresst fühlst oder dich zwischendurch einfach kurz entspannen möchtest. Aber auch gerne zum Vorbeugen dieser ganzen Symptomatik. Bei den folgenden Strategien geht es vor allem darum, den Parasympathikus zu aktivieren, um dem Nervensystem das Signal zur Entspannung zu geben. Das ist das Wichtige. Eine der effektivsten Methoden, um den Sympathikus zu beruhigen, ist richtig zu atmen. In stressigen Situationen wird unsere Atmung oft flach und oberflächlich. Du kennst das bestimmt. Mit tiefen Bauchatmungen hingegen können wir in nur wenigen Minuten unser Nervensystem beruhigen. Es ist unglaublich, es ist einfach, aber es funktioniert. Und das Tolle ist, diese Atemübungen kannst du beispielsweise zwischendurch beim Spazieren auf der Arbeit oder nach dem Aufwachen machen. Ganz egal. Du brauchst dafür keine Ausstattung, lediglich einen Moment der Ruhe. Und ich weiß, wir verbringen oft viel zu wenig Zeit damit. Aber ist es nicht wunderschön, einfach mal auch mit sich alleine sein zu können? Wenn du möchtest, kannst du direkt mit mir zusammen jetzt üben, damit du gleich ein Gefühl bekommst, wie es richtig geht. Die Bauchatmung kannst du im Sitzen, im Liegen, aber auch im Stehen machen, ganz gleich. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass in der Position, in der du bist, die Bauchdecke nicht eingedrückt wird. Zum Beispiel, wenn man krumm da sitzt, lege dann aber deine Hand auf den Bauch drauf und fühle, wie die Luft beim Einatmen die Bauchdecke hebt. Achte bei der Bauchatmung auf folgende Dinge. Lasse deine Schultern sinken und entspanne vor allem den Nacken. Nutze bei der Bauchatmung dein Zwerchfell und lass die Bauchmuskulatur dabei ganz entspannt, also nicht anspannen. Am besten wirkt die Bauchatmung, wenn du sie auf nüchternen Magen machst. Damit du auch richtig atmest, ist es da sehr, sehr wichtig. Achte auch darauf, dass du länger ausatmest als einatmest. Dafür kannst du auch die 4-7-8-Regel benutzen. Das heißt, die konkrete: atme 4 Sekunden ein, halte 7 Sekunden deinen Atem an und atme dann langsam 8 Sekunden aus. Und davon machst du etwa 5 Durchgänge für den maximalen Entspannungseffekt. Und übrigens, mit der tiefen Bauchatmung leitest du nicht nur den Parasympathikus-Zustand ein, du unterstützt gleichzeitig deinen Lymphfluss. Gezielte Entspannungsübungen können ebenfalls darauf gezielt eingesetzt werden, um den Parasympathikus zu aktivieren. Wenn unsere Nerven angespannt sind, dann wirkt sich das auch auf unsere Muskulatur und Organe aus. Diese Eigenschaft des Körpers kannst du dir zunutze machen, indem du deinen Körper bewusst entspannst. Denn wenn wir den Körper entspannen, dann beruhigt sich unser Nervensystem und der empfundene Stress nimmt logischerweise jetzt nach und nach ab. Eine sehr effektive Methode ist autogenes Training. Dabei stellst du dir vor, wie sich dein Körper entspannt, indem er zum Beispiel ganz, ganz schwer wird. Durch diese Vorstellung setzt der Körper die Entspannungszeichen um und sinkt immer mehr in die Ruhe hinein. Ähnlich wie beim autogenen Training wird bei dem progressiven Muskelentspannung das Nervensystem auch sehr stark beruhigt. Aber oft ist das so wie bei der Meditation, dass solche Übungen statt ruhig und entspannt noch unruhiger und noch nervöser machen. Und wenn das bei dir auch so sein sollte, dass du dich körperlich noch zu angespannt fühlst, um in die Stille deine Nerven zu beruhigen, dann sind aktive Körperübungen zum Beispiel ebenfalls eine gute Strategie, um deinen Körper und deinen Geist zu entspannen, wie zum Beispiel Yoga. Ein zusätzlicher Tipp von mir: Mach diese Übungen am besten gleich nach dem Aufstehen, da viele besonders am Morgen sehr nervös in den Tag reinstarten. Ich selber kann davon ein Lied singen, denn bei mir war das früher auch so. Ich bin in der Früh aufgestanden und dann hat schon dieser ganze Grübelmotor losgelegt. So kann man direkt am Anfang des Tages entgegenwirken und viel entspannter in
den Tag reinstarten. Andernfalls auch gerne am Abend. Denn dann geht man entspannter ins Bett und kann besser schlafen. Du kannst den Parasympathikus auch leicht mit achtsamen Gewohnheiten beruhigen, da du den parasympathischen Zustand wiederholt bewusst aktivierst. Durch regelmäßige Übungen und Bewusstmachen wirst du in Alltagssituationen weniger schnell gestresst sein und kannst dein Nervensystem nachhaltig entspannen. Es geht dabei darum, dass du dich auf das konzentrierst, was du im jetzigen Moment tust und dich nicht von deinen eigenen Sorgen, Grübeleien oder Zukunftsängsten aus dem Hier und Jetzt holen lässt. Mit einfachen Achtsamkeitsübungen wird es dir schnell gelingen, deine Nerven zu beruhigen. Wenn du es ausprobieren möchtest, findest du in meinem Buch, das ich dir hier unten einmal verlinke, mehrere Übungen diesbezüglich dazu. Neben Achtsamkeit ist auch die Meditation eine sehr wirksame Strategie, deinen Parasympathikus zu aktivieren. Ebenso wie Achtsamkeit kannst du Meditation lernen. Richte dir zum Beispiel eine Meditationsecke in deiner Wohnung ein. Ich mache sowas immer liebend gerne. Am besten immer derselbe Ort. Dort kannst du dich täglich zurückziehen und Übungen machen. Denn auch hier gilt, Übung macht den Meister. Bei all diesen Übungen ist Beständigkeit das A und O. Wer nicht ständig immer weitermacht, der wird auch keinen Erfolg haben. Das ist nun mal einfach so. Also, dass du sie regelmäßig anwendest, meine ich damit. Nur so kann sich der Sympathikus beruhigen und sich das Nervensystem nachhaltig entspannen. Du beugst damit chronischen Stress vor und was vor allem langfristig deine Gesundheit fördert. Und jetzt noch ein Zusatztipp von mir, wenn du wissen möchtest, wie du deinen Vagusnerv stimulieren kannst, verlinke ich dir dazu einmal ein Video auf der Endcard. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen, dein Juan. Namaste.